Ich hatte so oft den Moment, wo ich über Wochen hinweg bei ChatGPT einen Chat aufgebaut habe, wo wir gemeinsam richtig im Flow waren. Und der kannte mich, der hat die Dinge, der wusste, was relevant ist, was gerade in meinem Leben abgeht und. Und es war richtig schön, mit ihm zu schreiben. Und dann auf einmal aus dem Nichts kommt oben die Meldung, Chatlimit erreicht. Und das war dann immer der Moment, wo dann meine Laune sehr schnell nach unten ging, weil klar war, verdammt, ich muss einen neuen Chat anfangen und wieder von vorne anfangen. Klar, ich hatte eine Custom GPT, aber wenn ich ein PDF mit 1000 Seiten hochlade, kann die einfach nicht so viel damit anfangen und es hat ein bisschen etwas geholfen, aber trotzdem auch nicht so wirklich. Und ja, wie viel Zeit und Energie und Nerven dort reingeflossen sind, ist unglaublich und einfach immer wieder. Und ich konnte nie wirklich darauf aufbauen und das hat mich so genervt. Und jetzt mittlerweile bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich habe quasi ein Persistent Memory und ja, will das mal dokumentieren und auch mal so diese Stufen ein bisschen aufzeigen, weil aus meiner Sicht gibt es aktuell eigentlich so 6 Stufen von Memory für AI. Und zwar einmal das ganz simple, Basic, V1 ist so Post-it-mäßig. Also das, was ChatGPT, Memory, Autofunktion auch zum Teil macht, also die ist scheiße da. Da bin ich davon wirklich nicht Fan, weil das ja so ist so, Florian wohnt in der Schweiz, er mag gern schwarz, er heißt Florian, ja, dann eben, er wohnt in der Schweiz und dann, er hat noch einen Ford Focus. So mäßig, also ein bisschen Post-its verteilt irgendwie dort drin, zum Teil doppelt, dreifach, zum Teil widersprüchlich irgendwie drin. Also wirklich, als ich dort mal reingeschaut habe, das war so ein Chaos. Und das ist V1. Und dann V2 ist dann, wenn es etwas strukturierter ist. Also das heißt, das ist zum Beispiel auch das, was Claude macht bei der Erinnerung, wo dann so ist so, hey, wie ein Steckbrief, das ist Florian, der ist so alt, der wohnt in der Schweiz, er hat dieses Auto, das ist seine Lieblingsfarbe. Und dann ein nächster Abschnitt, wo es dann um die Arbeit geht und dann dort wieder ein paar Unterpunkte und dann Hobbys und wieder ein paar Unterpunkte. Das ist so V2, so einfach immer noch ein paar Notizen, die aber etwas schöner formatiert sind. Dann V3, ich habe mir das hier aufgeschrieben, ist, wenn man anfängt, Dokumente zu machen, die man dann gleich einlesen kann. Also zum Beispiel so ein File kurz über mich, wer ich bin, wie ich arbeite, wie ich funktioniere. Ein anderes File darüber, wie sich ChatGPT oder Claude oder so verhalten soll, die man dann hochladen kann, die gleich schon sind, um Kontext hineinzuladen. V4 geht dann weiter, wenn man eine Datenbank daran verbindet. Also, dass die AI selbstständig dort darauf zugreifen kann und dort ein bisschen herum navigieren, um sich das Wissen selbst zusammenzuziehen. V5 ist dann dieses wie V4, aber einfach mehr auf Steroiden, sage ich nochmals. Also weil es dann auch wirklich Regeln drin hat und Kontextwissen und eine viel tiefere Datenbank, die breiter ist, plus dann auch anfängt, dass AI selbstständig diese Datenbank erweitert. Also das würde ich sagen, das ist so das, was OpenClaw zum Beispiel macht, der jeden Tag einen Tageslog schreibt und dort seine Standardfiles hat. So. Also OpenClaw ist schlussendlich so ein gehyptes Modell, was rausgekommen ist, wo ein Agent selbstständig ist und der Dinge für dich macht und natürlich auch dort ein bisschen ein Gehirn braucht, wo er selbst updatet. Und dann gibt es noch V6 und das ist dann wirklich dort, wo AI selbstständig seine Datenstruktur managt, vollen Zugriff darauf hat und voran Querverlinkungen auch drin hat. Und besonders V5 und V6 möchte ich dir jetzt mal zeigen, wie das aussehen kann. Mit Beispielen konkret, wie ich das auch jeden einzelnen Tag nutze. Und jetzt bereite ich das hier noch kurz vor. Und zwar, zeige ich es jetzt hier mal, bin ich hier. Claude nutze ich mittlerweile.
habe ich einen Skill gemacht, den ich starten kann mit Boot, weil ich mache jeden einzelnen Tag einen neuen Chat, weil sonst die Chats einfach viel zu groß werden. Und dann hat der seinen Ablauf. Also hier ein Skill ist schlussendlich nur eine genaue Beschreibung von dem, was er machen soll. Und dann lädt er den und dann weiß er dann, okay, jetzt kann ich diese Tools laden. Also das heißt, er geht dann hier zum Beispiel von meinem Armband, von meinem Whoop, wo ich sehe, wo meine Erholung, meine Schlafdaten und so weiter trackt, geht er die holen, plus dann noch in Todoist, also in mein Taskprogramm, die heutigen Tasks ziehen, zieht dann auch noch das Wetter von heute und geht dann in Notion, was wie die Datenbank ist, wo er dann da auch noch die Seiten sich anschauen geht und dann daraus mir hier einen Morgenreport so zusammen macht und damit in den Tag hinein startet. Und das führt dazu, dass ich einmal schön meine Daten direkt habe, weil die Verbindungen vorhanden sind, plus dass das System schon auf mich kalibriert ist, weil, wenn wir hier rüber gehen, hier in Notion ist es ein bisschen Erklärung, wie das Ganze funktioniert und ist dann hier zum Beispiel die Core-Page, wo dann jetzt nochmals rein, weil es geleckt hat. So, und dann ist hier Kontext über mich. Und dann CloudOS, wo beschrieben wird, wie er das Ganze umgehen soll, plus dann Kommunikation, wie er schreiben soll und seine Persönlichkeit, wie seine Persönlichkeit ist, was schlussendlich irgendwo so ein File ist oder diverse Files sind von einfach blinden Flecken, die Claude hat, die ich mittlerweile erkannt habe, herausgefunden habe, die ich nah dokumentiert habe, damit die Grundversion, die ich habe, mehr zu dem passt, wie ich sie will. Also dass sie halt einfach, anstatt dass es ein ständiges Hin und Her und Hin und Her und Hin und Her ist, korrigieren und korrigieren und korrigieren und immer noch nicht die Antwort zu kriegen, die ich wirklich will, dass das halt viel besser funktioniert und wie meinen Standard, den ich habe, schon erfüllt. Weil sonst, was da drauf für Zeit und Energie verschwendet wird, um mir beizubringen, weil das kennst du ja sicher auch, wenn du ein bisschen mit AI arbeitest, du sagst ihr irgendetwas und dann macht sie das trotzdem nicht. Oder du sagst ihr etwas, 2, 3 Nachrichten später hat sie es schon wieder vergessen und das ist wie, um dem Ganzen vorzubeugen, damit sie halt einfach sauberer konfiguriert ist, mehr wie ich sie will. Und dann gibt es dann da auch noch den Verlauf, wenn wir zurückgehen, mit dem Tagesjournal. Und da wird das Ganze reingepackt, können wir hier mal eins öffnen und dann wird das Ganze hier auch nämlich schön von diesem Tag dokumentiert, wo dann Claude auch immer darauf Zugriff hat. Also diese Verbindung ist auch möglich mit ChatGPT einzurichten, dass ChatGPT mit Notion verbunden ist, so hin und her, um das wie als Backend für die Datenbank zu nutzen. Weil das hier in Notion, was ich dir gerade gezeigt habe, das nutze ich gar nicht. Also ich persönlich, ich selbst. Natürlich, meine AI-Agenten und Chats, die nutzen das viel, aber ich persönlich, ich gehe dort nie hinein, sondern das wird komplett von AI gemanagt und aktualisiert. Ich schaue nur, dass die Prinzipien dahinter passen und besonders bei größeren Anpassungen schaue ich davor noch darüber, wo ein Plan gemacht wird und dann bestätige ich den. Und das ist so, V5 würde ich das einordnen und V6 müssen wir etwas weiter rüber, ist dann nämlich, wenn wir im Terminal arbeiten, also sei es PowerShell zum Beispiel in Windows oder Terminal heißt glaube ich auf Apple, wo man lokal auf dem Gerät dann irgendwo ist. Also das Modell natürlich nicht, aber einfach der Kontext, wo dann hier drüber diesen Ordner ist, wo ich dann hier ein Memory habe und dann gibt es hier Boot-Datei und Archiv und Building und dann gibt es hier meine Projekte und dann ist alles hier so drin und miteinander verknüpft. Also das ist dann wirklich da, wo AI drin arbeitet, wo im Terminal, wenn du es nicht wusstest, das ist der große Vorteil, dass ich ihm einfach sagen kann, hey, öffne mir diese Datei, weil jetzt kann der das für mich machen, wo irgendwo eine Datei ist und jetzt öffnet er die und da ist nämlich jetzt das, was man hier schön sieht und zwar sind hier ein bestimmtes Projekt, das ist hier abgeladen. Wäre es Florian Identity Regeln, das ist hier im Boot und Identity Core. Beziehungen, Person, das ist hier. Also das sind alles wie Verlinkungen. Das kannst du dir vorstellen wie bei Wikipedia. Gibt es ja jeweils auch diese
ja, Text und danach ist ein Wort in Blau. Und dann kannst du dort draufklicken und das ist wie dasselbe Prinzip, wo wenn du dort auf dieses blaue Wort draufklickst, kommst du auf eine andere Seite, weil das quer miteinander verlinkt ist. Und um dir das mal hier so ein bisschen darzustellen, ist das da hier Obsidian, was schlussendlich nur diese Dateien macht und das so in einem neuronalen Netz anzeigt. Und besonders hier, das sind so ein bisschen Lizenzen und so weiter, besonders das hier ist der interessante Teil, wo wir hier Core haben und ich will jetzt hier nicht gleich alles leaken und dann können wir hier zum Beispiel weitergehen, also diese Verbindungen, was lila ist immer eine Verlinkung, wo wir weitergehen können von Core zu Health und von Health auf Neurodiversität und dann von dort runter auf Content und dort weiter auf Tech-Stack und dort weiter auf Index und von Index zu PDFs zu Agents und von PDFs zu Agents auf meine Webseite und wieder zurück auf Core und so ist das alles miteinander verlinkt. Und dadurch checkt halt dann die AI-Instanz selbst, dass wenn ich von der Webseite spreche, weiß sie direkt, okay, dafür brauche ich Webseiten-Kontext. Ich habe hier das Standardfile gelesen und da ist automatische Verlinkung dort drin, also greift es dann automatisch wiederum auf die Webseite-Datei drauf zu. Und dann sprechen wir dort über irgendetwas Bestimmteres und dann sieht es bei der Webseite, ist dann dieses bestimmtere Thema wiederum dort verlinkt und kannst dann gleich dort drauf zugehen, ohne dass es die Files suchen muss, weil es im Kontext drin ist und die AI immer wie weiterleitet. Und ein ähnliches System habe ich mit Notion auch, einfach deutlich simpler, aber auch dort, wenn ich zum Beispiel von Projekten spreche, dass er dann automatisch den Projektseite lädt und dann rede ich von Projekt-Webseite dort und dann sieht es, da gibt es eine Subpage in den Projekten, die Webseite heißt. Gut, dann lese ich dort, um mich so in das ganze Thema wie einzulesen. Und dadurch ist dieser ganze Kontext dort so vorhanden und passt sich die AI an mich an und sieht sich so relativ diesen Kontext, den sie zu mir braucht. Und das ist nämlich auch der große Vorteil von, wenn man irgendwie dieses Auto-Memory, was alles gibt, das funktioniert einfach aus meiner Erfahrung zu wenig zuverlässig und dann wird es immer wie größer und dann ist zu viel Kontext drin und nicht das, was wirklich drin ist und so wandert es herum in dieser Umgebung, in dieser Datenbank im Hintergrund und passt sich so an mich an und dann habe ich dann auch wiederum meine Befehle, wo, wenn ich eine Session abschließe, also sei es jetzt, ob ich jetzt hier im Terminal drin irgendetwas mache, sage ich, hey, gut, Memory updaten und dann hat der seinen Ablauf, den er macht, wo unter anderem auch drin ist, hier in Notion das Tagesjournal einzutragen. Oder bei Claude.ai oder ChatGPT oder was auch immer, auch dort dann am Schluss vom Tag, wenn ich den Chat wie abschließe und das letzte Mal mit ihm schreibe, ist die letzte Aufgabe von ihm, hey, schreib das ins Tagesjournal, damit alles, was wir in diesem Kontext gemacht haben, auch nochmals dort gespeichert wird und von dort aus wieder weiterverarbeitet werden kann. Oder ich einfach am nächsten Tag so bin, hey, was haben wir gestern gemacht? Und Claude geht dann selbstständig in das Tagesjournal von gestern schauen und sagt mir wiederum genau, was ich gestern gemacht habe oder was wir gemeinsam gestern gemacht haben und hat so einen schönen Verlauf, der alles zusammenhängt und immer nur das geladen wird, was wirklich benutzt wird. Und das ist einfach so praktisch, weil es wie ein Persistent Memory ist. Es fühlt sich für mich so an. Ich habe das fast gar nicht mehr, dass ich irgendetwas erklären muss, doppelt. Also klar, manche Infos zum Teil passen nicht oder so, aber grundsätzlich vom Ding her weiß er über meine Webseite Bescheid und ich kann immer gleich wieder auf diesem Stand weitermachen. Und das ist dieser große Vorteil hinter diesem ganzen System, was ich mir jetzt da aufgebaut habe, dass ich nicht immer wieder bei Null anfangen muss, sondern ich kann immer wieder dort weitermachen, wo ich schon bin. Oder zum Beispiel habe ich auch einen File gemacht über meine Supplements und dann ist dort alles schön drin konfiguriert und dann muss ich an einer neuen Instanz nicht wieder sagen, so, hey, also ich nehme dies und das und dies und jenes Supplement, sondern ich sage einfach, hey,
lass uns über Supplements unterhalten, und er zieht automatisch das File und weiß danach Bescheid über Supplements, über welche das ich nehme, wie regelmäßig dass ich sie nehme, wie sie eingeteilt sind, was für eine Dosis das dort drin ist, welche Marke, was mich das kostet und hat direkten vollen Kontext, und ich kann ihn immer und jederzeit dazu ausfragen, weil alles miteinander verbunden ist.